Heute sprechen wir einmal darüber, dass du ein Foto von dir in deinen Etsy-Shop packen solltest. Ich habe schon mal jetzt jemanden gesehen, der sich hat von hinten fotografieren lassen. Das finde ich persönlich schon mal ein Anfang, aber eigentlich eine ziemlich doofe Idee. Weil wenn ich mit jemandem ein Geschäft machen will, dann möchte ich das mit einem Menschen machen, mit einer Person. Ich möchte das nicht unbedingt ja mit irgendeinem Hinterkopf machen, richtig? Deswegen ist es eine wirklich gute Idee, wenn du ein Foto von dir, ein schön ausgeleuchtetes Foto von dir in deinem Shop präsentierst. Auf Etsy bist du einmal der Käufer, also der Kunde, und einmal der Shopbesitzer. Beides wird auf deiner Shop-Seite präsentiert. Das heißt, wenn du hingehst und ja, jemand kommt auf deine Shop-Seite, dann sieht er, wenn du das richtig gemacht hast, wenn du ein eigenes Foto von dir gepostet hast und dein Logo von deinem Shop, dann sieht er beides. Auf der rechten Seite sieht er dein Foto, dein Headshoot, ne, dein Porträtfoto, und auf der linken Seite sieht er dein Logo. Und es ist eine gute Idee, dass er beides sieht, beides nebeneinander sieht er nicht so. Weiß er, dass er auf der einen Seite mit dir, ne, von dir als Person, und auf der anderen Seite aber auch weiß, welche Produkte du verkaufst, zu welchem Shop du gehörst. Also ist immer gut, wenn man ein Gesicht hinter den Produkten hat. Weil, wenn man in einen Shop, stell dir vor, du bist in der Fußgängerzone und gehst in einen Shop und jemand packt sich eine Tüte auf den Kopf oder guckt dich nur von hinten an. Das ist eine ähnliche Situation, das geht irgendwie gar nicht, oder? Das ist völlig unvorstellbar. Und warum macht man das im Internet? Ja, man schämt sich vor was? Vor sich selber, für seine Produkte. Wenn man das tut, ist man vielleicht am falschen Ort. Weil gerade Etsy geht es darum, dass man eine persönliche Bindung, einen persönlichen Bezug zu den Menschen aufbaut, die von einem kaufen sollen. Aus diesem Grund wirklich empfehlenswert. Pack ein schönes Porträtfoto in dein Profil. Vielleicht packst du auch noch etwas zu deiner Biografie hinzu. Erzähl ein bisschen über dich und dann natürlich passend dazu das Logo von deinem Shop.